Yesterday, we began our discussion of what does it mean to understand something. Gestern Abend haben wir also hier die Diskussion eröffnet darüber, was es heißt, etwas zu verstehen. And this is a very important topic because there are so many things that we need to understand. Und das ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema für uns, weil es so viele wichtige Dinge gibt, die wir verstehen müssen. We're not talking simply about understanding the various points of the Dharma. Und wir sprechen, wenn wir darüber verstehen, was es heißt, etwas zu verstehen, nicht bloß darüber, einzelne Punkte des Dharma zu verstehen. But this issue is very important in our daily life as well. Sondern es handelt sich dabei auch um ein Thema, das sehr relevant für unser alltägliches Leben ist. We need to understand language, what people are saying. Wir müssen zum Beispiel Sprache richtig verstehen, was es ist, was die Leute uns sagen. We need to understand other people, their problems. Wir müssen andere Leute verstehen, wir müssen die Probleme der anderen verstehen. You know, they say something to us. How do we understand what it is? Do we only understand the exact words, or do we understand deeper meaning behind it? Wenn uns Leute etwas mitteilen, wie verstehen wir dann das, was sie uns sagen? Verstehen wir bloß die einzelnen Worte oder verstehen wir auch die tiefere Bedeutung von dem, was es ist, was sie uns damit sagen wollen? We need to understand how to use a new computer. Wir müssen auch verstehen, wie man also einen neuen Computer verwendet. We need to understand ourselves and our behavior in order to be able to somehow improve it if there's something faulty with it. Und wir müssen auch uns selbst und unser eigenes Handeln und Verhalten richtig verstehen, denn es gibt hier immer wieder Fehler, die wir verbessern können. You know, to understand why am I acting like this? Und da geht es darum, ein Verständnis davon zu entwickeln, warum handle ich so und so. And why are you acting like this? Warum handelt er so und so? So, we're not talking about some esoteric theme in epistemology that is just perhaps interesting, perhaps not so interesting. We're talking about something that's very relevant to being able to deal with daily life issues. Das heißt, wir sprechen hier nicht über ein esoterisches Thema der Erkenntnistheorie, sondern wir sprechen hier von einem Thema, das wirklich für unseren Alltag sehr relevant ist. And what we saw yesterday is that basic mental activity is the arising of a mental hologram. Und wie wir gestern Abend schon gehört haben, besteht die grundlegende geistige Aktivität darin, dass ein geistiges Hologramm entsteht. And a mental engagement, some sort of cognitive engagement with that. Und dass es dabei sowas wie ein geistiges Engagement damit gibt. And these are two ways of describing the same event. Und das sind zwei Arten und Weisen, ein und dasselbe Ereignis zu beschreiben. Right? It's not that you think that a thought arises and then you think it. The arising of a thought is the thinking of a thought. Es ist nicht so, dass zuerst der Gedanke entsteht und wir dann denken, sondern das Entstehen des Gedanken ist schon das Denken. And only that is occurring. There's no separate me that is controlling it or observing it. Und das ist alles, was hier geschieht. Es gibt nicht noch dann ein zusätzliches Selbst oder Ich, das dahinter steht und diesen Vorgang beobachtet. By the way, that's very important when you do mindfulness meditation. I believe that you do that here to avoid this complication that could come in when doing that meditation. Also es ist übrigens sehr wichtig, wenn man Achtsamkeitsmeditation praktiziert, so wie es auch hier gemacht wird, dass man versucht, solche Komplikationen zu vermeiden, die hier eventuell eintreten können. Because when you are observing the arising of various thoughts or emotions or sensations or things like that, the danger is to conceive that there is a separate me that's watching all of this stuff.
Denn wenn man in der Meditation beobachtet, wie Gedanken, Gefühle, Empfindungen entstehen und vergehen, dann besteht die Gefahr, dass man sich dann mit einem Beobachter dieser Empfindungen, Gedanken und Gefühle identifiziert. All that's happening is the arising of these feelings, like a mental hologram, cognitive engagement with it, and it's being accompanied by awareness of it, attention to what it is. That's just another mental factor. There's no separate me from the whole thing that's sitting in the back of our head and watching it. Denn alles, was hier geschieht, ist, dass eben ein geistiges Hologramm entsteht, dass es dabei so etwas wie eine geistige Aktivität gibt, ein geistiges Engagement gibt, das ist die geistige Aktivität. Und dann gibt es so etwas wie einen Faktor der Achtsamkeit oder des Bewusstseins, der hier dazukommt. Es ist nicht so, dass in diesem Vorgang ein davon getrenntes Selbst existiert, das diese Vorgänge beobachten würde. The problem, of course, is that it feels like that. It feels as though there's some little me sitting in the back of our head watching all of this. That is a deceptive appearance. Das Problem ist, dass es aber so erscheint, als ob wir irgendwo in unserem Hinterkopf dieses Ich hätten, das all diese Vorgänge beobachtet. Und das ist aber eine täuschende Erscheinung. Deceptive. It deceives us into thinking that it corresponds to reality. Und täuschend in dem Sinn, dass es erscheint, als ob es mit der Realität übereinstimmen würde. Okay. Then there are many ways in which we can be to know objects, to cognize objects. Es gibt also, wie gesagt, viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir Objekte kennen oder wahrnehmen können. They can be correct, they can be incorrect. Es können korrekte Wege sein oder inkorrekte. It could be certain about things, it could be unsure about things. Wir könnten uns den Dingen sicher sein oder auch unsicher sein. It could just be a guess. I guess this is your problem, I don't really know, but I guess. These are many different ways of knowing. Wir könnten auch bloß raten, zum Beispiel, ja, ich rate mal, du hast dieses oder jenes Problem, und das sind alles verschiedene Arten, etwas zu wissen. But some ways of knowing are called apprehensions. Aber einige dieser Wissensarten werden eben damit bezeichnet, dass man etwas erfasst. And an apprehension is defined as an accurate and decisive cognition of something. Und etwas zu erfassen wird damit definiert, dass man dabei etwas genau und bestimmt erfasst. So we use the example, somebody said yes, we heard yes, and we're certain that they said yes. Wir haben davon das Beispiel gegeben, dass wenn jemand Ja sagt, dass wir uns bei so einem Erfassen dann auch dass wir auch Ja hören und dass wir uns auch sicher sind, dass die andere Person Ja gesagt hat. And it isn't as though they said yes and we heard no. Es ist nicht so, dass die andere Person Ja gesagt hat und wir Nein gehört haben. Or that we're not certain what they said, whether they said yes or they said no. Und auch nicht so, dass wir zweifeln, was die andere Person gesagt hat, ob sie Ja oder Nein gesagt hat. And just because it's a correct and decisive apprehension doesn't mean we understood what the person meant by saying yes. Und bloß weil es sich dabei um ein genaues und bestimmtes Erfassen handelt, heißt es nicht, dass wir dadurch auch schon verstehen, was es ist, was die andere Person uns gesagt hat. But when we talk about understanding, of course, if it's going to be a reliable understanding, it also needs to be an apprehension. Aber wenn wir darüber sprechen, was es heißt, etwas zu verstehen, dann muss ein vertrauenswürdiges entstehen, also ein sicheres Verstehen, eben auch ein korrektes Erfassen von dem Gegenstand bedeuten. In other words, our understanding needs to be correct. In anderen Worten, unser Verständnis muss korrekt sein. And it must be decisive.
und es muss bestimmt sein. If we could understand things completely incorrectly, of course. Wir können Dinge natürlich vollkommen falsch verstehen. And we could have, well, I think this is what I understand about it, I'm not sure. That also is not reliable. Und wir können auch Zweifel haben, ob wir etwas korrekt verstanden haben und uns unsicher sein. And of course we could be completely convinced that our understanding is correct when in fact it's wrong. Und natürlich können wir auch vollkommen davon überzeugt sein, dass wir ein korrektes Verständnis entwickelt haben von etwas, obwohl das ein vollkommen falsches Verständnis ist. So that's why understanding this basic factor of apprehension is very important if we're going to deal simply with apprehension or we're going to deal with understanding. Und daher ist es wichtig, diese grundlegende Wissensart eben des Erfassens richtig zu verstehen, wenn wir uns fragen, was es heißt, etwas zu verstehen. And for an apprehension or an understanding to be accurate, has to fulfill 3 criteria. Und damit so ein Erfassen oder ein Verständnis korrekt ist, muss es 3 Kriterien erfüllen. And we saw that these are, first of all, there needs to be a certain convention. Und wir haben gesehen, das erste dieser 3 Kriterien ist, dass es einer gewissen Konvention entspricht. And we used an example, let's say, within the Dharma of voidness. Did they talk about voidness? Yes, there's this convention talking about voidness in the Dharma. Und dann haben wir das Beispiel gegeben der Leerheit. Ist es so, dass es im Buddhismus die Konvention gibt, über die Leerheit zu sprechen? Und ja, es ist so, es gibt die Konvention im Buddhismus, über Leerheit zu sprechen. That gets into a whole complicated issue that just came to my mind. Das führt zu einem schwierigen, komplizierten Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Because often we're dealing, not often, most of the time, most of us are dealing with the Dharma in translation. Denn zur meisten Zeit beschäftigen wir uns mit dem Dharma, der übersetzt worden ist. And we come across words that have been used for translating Buddhist terms that have very strong Christian connotations. For example, the word sin. Und dabei treffen wir immer wieder auf Wörter, die sozusagen einem christlichen Verständnis auch entlehnt worden sind und deren Konnotation noch tragen, so wie zum Beispiel Sünde. And we can say, well, is there that convention? Und dann können wir uns fragen, naja, gibt es diese Konvention? And you could look at a whole group of translations and say, well, yes, many translators have used this convention, but is it really the convention in the original languages? This is the problem. Und dann kann man sich vielleicht jede Menge Übersetzungen anschauen und wird in vielen dieser Übersetzungen auch diesen Begriff der Sünde erwähnt finden. Nur dann ist die Frage, ob es diese Konvention auch in den ursprünglichen Sprachen gegeben hat. So just because a group of translators have adopted this convention isn't enough to make it a correct translation, is it? Und nur weil also eine Gruppe von Übersetzern sich entschlossen hat, diesen Begriff zu verwenden für die Übersetzung, macht es nicht zu einer Konvention. So we have to look at the second criteria. Is it contradicted by a mind that validly cognizes conventional truth? Daher müssen wir uns auf dem zweiten Kriterium zuwenden. Und zwar überprüfen wir hierbei, ob der Sachverhalt von einem Geist, der konventionelle Wahrheit richtig erfasst, widersprochen wird. So you look at the definition of the word sin. What are the connotations of the word in our languages? Dann schaut man sich, um bei unserem Beispiel zu bleiben, an,
die Definition von Sünde und untersucht die unterschiedlichen Konnotationen, die dieses Wort in unseren Sprachen hat. What does it imply? It implies that there is a set of laws that were set down by higher authority, by God. Was impliziert denn dieser Begriff der Sünde? Er impliziert, dass es eine Reihe von Regeln gibt, die von einer höheren Autorität wie der Autorität Gottes niedergelegt worden sind. And if we break the law, if we don't follow the law, then we are guilty and it's a sin. Und And wenn we wir deserve to be punished. diese Gesetze brechen und nicht befolgen, dann ist das eine Sünde und es ist richtig dafür auch bestraft zu werden. So then we look conventionally at all the Buddhist texts. And do we find anything like that whatsoever in the Buddhist text? That there is a judge and laws and, guilty, not guilty? Absolutely nothing like that in the Buddhist texts. If you look at the original and you read a large variety of texts, nothing like that. Und dann kann man sich konventionell anschauen, bloß die Texte des Buddhismus, und zwar also nicht nur eine Selektion davon, sondern also ganz verschiedene Arten von Texten kann man hier heranziehen und man kann untersuchen, also ob man in diesen Texten solche Ideen findet wie also Grundgesetze, wie Sünde und Bestrafung, und wir sehen also, dass es diese Dinge in den meisten Texten also tatsächlich nicht vorkommen. It's not there. So what does it say about this term? Conventionally in all the texts, also dieser Begriff kommt in den Texten nicht vor. so what do the texts say? This term, our Tibetan student here, Dikpa, it is a negative force, a negative potential that comes from acting in a destructive way based on unawareness and confusion about reality. Wenn man die Texte untersucht, dann findet man hier einen Begriff, der lautet Dikpa. Und Dikpa, das bedeutet sowas wie eine negative Kraft oder negative Energie, die entsteht aus negativen Handlungen, die aus Unwissenheit getätigt werden. So it arises from confusion, not from disobedience of a law. Und hier ist also ganz klar, dass diese negative Energie entsteht aus Unwissenheit. I didn't know that if I acted in this way it would produce problems and suffering. Das ist so zu verstehen, dass man eben aus Unwissenheit nicht weiß, dass wenn man in einer gewissen Art und Weise handelt, es zu Leid und Problemen führt. So if we understand this term as meaning sin, all the Christian connotations of it, then it's contradicted by a mind that validly reads the text and has studied Buddhism and knows the conventional truth of the teachings. Wenn wir diesen Begriff jetzt also mit Sünde übersetzen wollen, dann ist das kein richtiges Verständnis, weil diese Übersetzung der Sünde eben widerspricht einem Geist, der die konventionelle Realität untersucht, indem er die buddhistischen Texte studiert. That's why it's very, very important when we study Buddhism in translation that we have a very critical mind about the translation terms, because so many of them are misleading. Deswegen ist es wichtig, wenn wir den Buddhismus anhand von Übersetzungen studieren, dass wir einen kritischen Geist bewahren, denn sehr viele der Begriffe, die hier in den Übersetzungen verwendet werden, sind irreführend. Words like blessing, bless me so that I understand this. This is a Christian concept, not a Buddhist concept. Oder solche Worte, also solche Begriffe wie Segen, im Sinne von segne mich, damit ich dies oder jenes verstehe, das kommt vollkommen aus einem christlichen Kontext. And then the third criterion is that it's not contradicted by a mind that validly sees the deepest truth. Das dritte Kriterium dafür, dass wir einen Sachverhalt verstanden haben,
ist, dass dieses Verständnis nicht widersprochen wird von einem Geist, der die tiefste Wahrheit versteht. So, deepest truth is that everything arises dependently. Und die tiefste Wahrheit ist nichts anderes, als dass alle Dinge in Abhängigkeit entstehen. They arise dependently on mental labeling. Dass alle Dinge in Abhängigkeit von geistigen Zuschreibungen entstehen. So what does that mean? That's not a very easy thing to understand. Was heißt das jetzt hier? Das ist nicht leicht, das zu verstehen. What are things? Things are devoid of existing in some impossible way. Dingen ist es nicht möglich, in einer vollkommen unmöglichen Art und Weise zu existieren. So, when we're referring to these things that have the conventional name as, or word as sin or negative potential, Wenn wir uns also auf Dinge beziehen, die konventionelle Namen tragen, so wie Sünde oder negative Energien, what are we talking about? What establishes these things? Worauf beziehen wir uns dann? Worüber sprechen wir? Was ist es, was diese Dinge etabliert? What is a sin? Was ist eine Sünde? A sin is what the word or concept sin refers to. Eine Sünde ist nichts anderes als das, worauf sich das Wort Sünde bezieht. There's nothing on the side of the object that establishes it as a sin. There's a concept of sin, and that's labeled onto it. It's a sin. Es gibt nichts auf der Seite des Objektes, das eine Sünde als Sünde etabliert, sondern es ist bloß die geistige Zuschreibung, die diesen Gegenstand als Sünde etabliert. Right? You killed somebody, you lie, or whatever. It's simply the act of killing or lying, isn't it? Wenn man jemanden umbringt, jemanden ermordet oder lügt, dann ist dabei bloß diese Handlung des Tötens oder des Lügens. There's nothing inherent in that by its own power makes it a sin. Es ist in dieser Handlung nichts von Natur aus gegeben, das diese Handlung zu einer Sünde macht. What is a sin? Well, there's the concept sin, and it's what it refers to on the basis of this act. Eine Sünde ist also nichts weiter als das Konzept von etwas wie einer Sünde zu haben und der Geist, der dieses Konzept auf seine Objekte anwendet. So, its being a sin is just arising based on that concept of sin. Das heißt, die Tatsache, dass es sich bei etwas um eine Sünde handelt, entsteht bloß in Abhängigkeit von diesem Konzept davon, dass wir haben, dass etwas eine Sünde ist. And perhaps that's an incorrect mental label. Und dabei handelt es sich vielleicht um eine falsche geistige Zuschreibung. So we could also label it a negative force, a negative potential. Wir können denselben Sachverhalt auch mit Begriffen wie negative Energie oder negatives Potenzial zuschreiben. Right? And again, it's just a convention, but a more accurate one, because it also conforms with conventional truth, what it says in the various texts. Und auch das ist bloß eine weitere Zuschreibung, aber eine Zuschreibung, die konventionell gültig ist, im Sinne davon, dass sie mit der konventionellen Wirklichkeit übereinstimmt und übereinstimmt mit dem, was in den Texten steht. So, through a process like this, we can get to an accurate understanding of something. Und über so eine Herangehensweise können wir also ein richtiges Verständnis von etwas entwickeln. Think about that. Das kann uns mal And this whole thing of things arising dependently on mental labeling is not easy to understand. However, think about what I said, this explanation. I think perhaps that can make it a little bit more clear. Also es ist nicht leicht zu verstehen, dass die Dinge in Abhängigkeit von unserer geistigen Zuschreibung entstehen, aber vielleicht können wir anhand dieses Beispiels noch etwas darüber reflektieren.
me summarize it to help you think about it. Sin is just a convention. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, um euch dabei hilfreich zu sein. Also Sünde ist bloß eine Konvention. It doesn't accord with all the texts and all the explanations in the text to mean, what the word sin usually means. Das, was Sünde normalerweise, wofür Sünde normalerweise steht, entspricht nicht dem, was in den Texten steht. And it's just a convention, so there can be different conventions, there can be different mental labels. There's nothing on the side of an act that makes it a sin by itself. Und dadurch, dass es bloß eine Konvention ist und dadurch, dass von Seiten des Objekts, von seiner Natur aus nichts existiert, was es zu einer Sünde machen würde, kann man sehr wohl andere geistige Bezeichnungen darauf anwenden. So we apply critical thought to understanding something. Wir verwenden also unseren kritischen Geist dabei, etwas zu verstehen. Okay, and then decisive means that we have excluded everything else. Dann weiters bestimmt oder sicher bezieht sich darauf, dass wir alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen haben. So this is like voidness in a sense. Und das ist in einer gewissen Art und Weise wie Leerheit. Voidness is the absence of impossible ways of existing, impossible ways of establishing something. Leerheit ist nämlich nichts anderes als die Abwesenheit von unmöglichen Existenzweisen. So when we've excluded, everything that's impossible, what are you left with? Well, on the one hand, you're left with just an absence of all this impossibility. That's what we focus on voidness. Wenn wir also all diese unmöglichen Existenzweisen ausgeschlossen haben, was bleibt denn dann dabei übrig? Now, if you're going to focus on the absence of everything that's impossible, well, what are you left with? You're left with just this absence. Das heißt, wenn man sich fokussiert, wenn man sich konzentriert, wenn man seinen Geist ausrichtet auf all das, was nicht mehr da ist, wenn man alle unmöglichen Existenzweisen ausgeschlossen hat, was übrig ist, ist diese Abwesenheit. Right, I mean that's okay. So that's the absence of everything, but having excluded everything that's impossible, now we're left with what's possible, isn't it? Gleichzeitig ist in dieser Abwesenheit aller unmöglichen Existenzweisen aber auch alles vorhanden, was jetzt unter Ausschluss der unmöglichen Existenzweisen noch möglich ist zu existieren. So, how do we specify something? How do we get certainty about it? By excluding everything that it's not. Und genauso gewinnen wir eine Sicherheit in Bezug auf etwas, indem wir Dinge ausschließen, die diese Sache nicht darstellt. Which means it isn't anything other than what it is. Das heißt, diese Sicherheit stellt sich dann so dar, dass wir wissen, dass diese Sache nicht, dass diese Sache ausschließt, alles andere nicht zu sein. It excludes everything that it's nothing other than what it is. Ja, die Sache ist nichts anderes als das, was sie ist. So we've excluded sin, we've excluded all sorts of strange things that it could be, and so
now we are certain that it means a negative force. We understand what that means. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, haben wir It's not that we're confusing it with something else. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, haben wir also zum Beispiel Sünde und alle anderen möglichen Begriffe ausgeschlossen. Und was dann noch übrig bleibt, ist diese Sicherheit, dass es eine negative Kraft ist und nichts anderes. So, you have to think about all the possible meanings. I mean, not absolutely every possible meaning in the universe, but the ones that are probable for a certain term in Buddhism and exclude them. Wir müssen also sehr vorsichtig sein hier in der Übersetzung des Buddhismus, also alle möglichen Begriffe zu bedenken und dann diese von den unmöglichen Begriffen abzusondern. You do that in medicine. How do you diagnose something? You test for various things. Well, it's not this, it's not that, it's not this, it's not that. Finally, you're left with what it must be. Dieselbe Vorgehensweise findet man auch in der Medizin, wo man verschiedene Krankheitsbilder ausschließt, bis man also damit mit dem Krankheitsbild, das dann tatsächlich gegeben sein muss, übrig bleibt. Just to make a diagnosis without excluding other possibilities is not so certain, is it? You have to just be sure that there's a problem. Maybe that's the problem. Eine Diagnose zu stellen, ohne ohne alle anderen möglichen Krankheitsbilder auszuschließen, wird nicht sehr sicher sein. Man möchte bei einer Diagnose sicher sein, dass das, was man diagnostiziert, tatsächlich auch der Fall ist. Simple example, I was experiencing some dizziness. Um ein einfaches Beispiel zu geben, kann man annehmen, dass man etwas Schwindel erfahren hat. And I imagined that it was I have high blood pressure and that my blood pressure medicine had to be adjusted. Und man könnte dann davon ausgehen, dass wenn man also hohen Blutdruck hat, dass dann die Medikamente, die diesem entgegenwirken sollen, wieder neu eingestellt werden müssen. So I went to a cardiologist and yes, the blood pressure medicine did have to be adjusted. Und ich bin dann zu einem Kardiologen gegangen und der hat mir das also bestätigt, dass diese Medikamente neu eingestellt werden müssen. However, he had to exclude other possibilities of what it could also be. Aber der Arzt ist also auch, um sich sicher zu gehen, dann hat er andere Möglichkeiten auch ausgeschlossen, um wirklich zu einer Sicherheit zu kommen, dass es sich dabei wirklich um den hohen Blutdruck handelt. So I went to an eye, ear and nose person and have my inner ear examined. Is there a problem with the inner ear? Went to a neurologist to find out, is there some problem with the blood in the brain? All of that was excluded. Then you could be certain what the problem is. Ich musste dann zu einem HNO-Arzt gehen, der hat meine Ohr kontrolliert, war dann auch bei einem Neurologen, der geschaut hat, ob etwas in meinem Gehirn vielleicht ein Problem gibt, und so konnte man alle diese anderen möglichen Ursachen ausschließen. No, this is how we gain certainty. Und so kam der Arzt dann zu einer Sicherheit seiner Diagnose. So it's very important when we are studying something to bring up the objections of, what are all the possibilities that we think that it means, and to exclude the ones that are incorrect by examining them. Narrow it down, then you can be that your understanding is correct and it's decisive. I'm sure that this is what it means. Es ist also wichtig, wenn wir etwas studieren, wenn wir ein korrektes Verständnis entwickeln wollen, dass wir selbst eben Einwände vorbringen und diese dann ausschließen, denn das wird dann dazu führen, dass wir ein genaues und ein sicheres Verständnis davon, was wir studieren, entwickeln können. It's very important. Sehr wichtig. Yeah, it's so easy to have really very simple, incorrect understandings.
Es ist nicht schwierig, eine ganze Vielzahl von Missverständnissen zu haben. Yeah, we understand that, well, everything exists in terms of mental labeling. You can only establish things in terms of mental labeling. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass alles abhängig von geistiger Zuschreibung existiert, So then we could think that space and time are merely mental concepts. dann könnte das dazu führen, dass wir vielleicht glauben, dass Raum und Zeit bloß geistige Konzepte sind. And so then we might think that there is no such thing as space and time, and everything exists independently of space and time. Und das könnte dann weiters dazu führen, dass wir glauben, dass Raum und Zeit an sich nicht existieren und dass die Dinge selbst unabhängig von Raum und Zeit existieren. Oh, there are some Indian philosophies that assert that, but Buddhism doesn't. Es gibt in der indischen Philosophie einige Schulen, die solche Behauptungen machen, aber das findet man nicht im Buddhismus. So I remember quite well that when I was at university and I was studying all the various Indian philosophies, then I thought that this was what Buddhism actually asserted. I hadn't really gotten very far in studying with actual Buddhist masters. And so that was an incorrect understanding. It had to be eliminated, it had to be excluded later on, when I learned more. Als ich noch auf der Universität war und studierte, da studierte ich auch diese indischen philosophischen Schulen und damals erlag ich eben diesem Missverständnis, dass genau das ist auch wie Raum und Zeit im Buddhismus verstanden wird und es war erst später, als ich mit den tibetischen Meistern und Gelehrten studiert habe und sich mein Verständnis verbessert hat, dass ich dieses Missverständnis im Endeffekt ausschließen konnte. So we always have to check up. What do we understand? What are the implications that we understand? And very often we are superimposing onto Buddhism ideas and concepts that come from other philosophies. We haven't specified the Buddhist teachings well enough. Or even within the Buddhist teachings, we're mixing up the explanations that come from one school with what comes from another. Wir müssen also immer wieder überprüfen, ob wir also etwas tatsächlich verstanden haben. Und gerade auch in Bezug auf den Buddhismus ist es oft so, dass wir dem Buddhismus Ideen zuschreiben, die nicht aus dem Buddhismus selbst kommen, sondern die wir woanders aufgenommen haben. Und selbst innerhalb der verschiedenen buddhistischen Ideen ist es so, dass wir die Erklärungen von den verschiedenen Schulen auch also missverständlich anwenden. It's very, very common that we study Tibetan Buddhism, for example, and we say, Buddhism asserts blah, 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 whereas that's not at all what the Theravadins or the Zen or Pure Land Buddhists assert. This is the Indian-Tibetan tradition. It's different on many, many points. Es ist also sehr oft der Fall, dass wenn wir den tibetischen Buddhismus studieren, dass wir dann davon sprechen, dass im Buddhismus die Dinge so und so sind. Und das ist aber inkorrekt, denn es ist nicht so, dass die indo-tibetische Tradition eben für den ganzen Buddhismus spricht, sondern es gibt hier auch andere Traditionen, so wie den Zen-Buddhismus, Rinzai oder die reine Landschulen, die ganz andere Lehrgebäude haben. And if you're within the Gelugpa school, Gelug school, and we study Prasangika, Madhyamaka Prasangika, then often we think, well, Prasangika says this, whereas actually it's only the Gelugpa version of Prasangika that has this assertion. Each of the other Tibetan schools have completely different understanding of Prasangika. Und wenn wir zum Beispiel Anhänger der Gelugpa-Schule sind im tibetischen Buddhismus und
Madhyamika und die Prasanga-Philosophie studieren, dann glauben wir vielleicht, dass also diese Prasanga-Philosophie eben auch auf alle anderen Schulen des tibetischen Buddhismus zutrifft, bis wir eines Tages erkennen, dass die anderen Schulen des tibetischen Buddhismus ihr ganz eigenes Verständnis dieser Philosophie haben. And even within Galupa Prasangika, there are the different textbook traditions of the different monasteries. They differ as well. When you start mixing together some explanations from one school, some explanations from another author, and so on, they don't necessarily go together very well. You'll find some contradictions. Und selbst innerhalb der Gelug-Schule gibt es dann auch die verschiedenen Erklärungen und Sichtweisen zur Prasanga-Madhyamika-Schule, die in den einzelnen Lehrbüchern der einzelnen Klosteruniversitäten niedergeschrieben sind. Und so ist es eben, dass man verschiedene Erklärungen von verschiedenen Texten oder Traditionen dann auch sehr leicht vermischt. So that's called mixing. Das ist eine Mischung. Yeah, making a big soup out of everything, and that just leads to confusions, like saying all religions are the same. Und dieses Mischen, das führt dann dazu, dass diese einzelnen Texte und Traditionen dann eben nicht mehr kohärent sind, und so entwickelt sich dann sehr leicht ein Missverständnis. Das ist so, wie wenn man ständig sagt, dass alle Religionen gleich sind. So does that mean that we don't study other schools and other explanations? No, doesn't mean that. Heißt das jetzt, dass wir nicht andere Traditionen und andere Erklärungen studieren sollten? Nein, das heißt es nicht. If we have the capacity to not get confused, wenn es uns möglich ist, dabei nicht verwirrt zu werden, then we can, without confusing each of the different positions, we can see that, well, this could be explained in one way, it could be explained in another way, it could be explained in a third way, and it gives us a much larger picture of different ways in which something could be explained or understood. Like different levels of, level implies that one is better than the other, but different viewpoints, and each of them have their validity. So it enriches our understanding without confusing them. Wenn es uns also gelingt, dabei nicht durcheinander zu kommen, dann kann es sehr hilfreich sein, verschiedene Erklärungen und verschiedene Traditionen zu studieren, weil man dadurch erkennen kann, dass es eben verschiedene Wege gibt, verschiedene Sichtweisen gibt, eine Sache zu erklären, und das führt, wenn wir uns dadurch nicht verwirren lassen, dazu, dass wir etwas flexibler und offener auch in unserem Verständnis werden. Good example, what I find very useful is when we talk about the various mental factors, let's say the disturbing emotions and so on. You find in the Abhidharma texts of Vasubandhu and the Abhidharma texts of Asanga slightly different definitions. Well, if you learn both definitions, it enriches your understanding. Was ich als Beispiel geben möchte, zum Beispiel, wenn man hernimmt die verschiedenen Geistesarten, Geistesfaktoren und die verschiedenen Arten der negativen Emotionen. Wenn man sich dieses Thema anschaut in den Abhidharma-Texten von Vasubandhu und den Abhidharma-Texten von Asanga, dann findet man in diesen unterschiedlichen Texten leicht unterschiedliche Definitionen dieser Geistesfaktoren, und ich finde das persönlich sehr hilfreich, um sozusagen dieses Thema mit mehr Komplexität auch darstellen zu können. And in Buddhaghosa's texts of the Theravada tradition, there are yet other definitions of the same mental factors. Get further insight. Und weiteres Verständnis kann man auch entwickeln, wenn man dann dazu auch noch heranzieht, zum Beispiel den Text von Buddhaghosa aus der Theravada-Tradition, in der
wieder andere Definitionen für diese Geistesfaktoren gegeben werden. So, you get certainty. Certainty doesn't mean that you become very dogmatic. And this is the only way of understanding. Und so gewinnt man eben Sicherheit. Und Sicherheit heißt jetzt nicht, dass man sehr dogmatisch wird und bloß einen einzigen Weg sieht, darin etwas zu verstehen. Okay. There's one more point. I know you have a question. Another point. It's there. You know, there's a difference between our Western religions and the Dharma, so-called religions of Hinduism and Buddhism. Eine weitere Sache ist auch noch, dass es einen Unterschied gibt zwischen unseren westlichen religiösen Traditionen und den religiösen Traditionen des Dharma, das heißt des Buddhismus und des Hinduismus. I'm drawing this from an analysis in a book called On Being Different. Und ich beziehe mich hier auf die Untersuchungen, die ein Autor in einem Buch gemacht hat, das hat den Titel On Being Different. By Rajiv Malhotra, an Indian author. Das ist ein indischer Autor mit dem Namen Rajiv Malhotra. Rajiv Malhotra. Points out that our Western traditions are history-centered. History-centered. That means... I'll explain it. Ja, in dem Buch heißt es, dass unsere westlichen Traditionen sozusagen zensuriert sind von der Geschichte. So, what does this mean? It means that time has a beginning, it has an end. Das heißt, das bedeutet, dass Zeit einen Anfang und ein Ende hat. And a historical person and historical event had the final revelation of the truth from God. Und eine historische Person zu einem historischen Zeitpunkt hatte die he had a revelation of the final revelation of the truth from God. Er hatte die letztendliche Offenbarung der Wahrheit Gottes. So either Moses receiving the laws from God. Das heißt, entweder Moses hat die Gesetze Gottes empfangen. Or Jesus or Muhammad. Oder Jesus oder Mohammed. And the life story of these three people, very, totally essential. Und dabei sind die Lebensgeschichten dieser drei Leute natürlich sehr zentral. And that's the final truth. So it is up to us to accept that truth. Und das ist die letztendliche Wahrheit und es liegt jetzt an uns, diese zu akzeptieren. And it's not something that we could figure out ourselves. If we could figure it out ourselves and we come up with, I had a revelation from God. Well, what happened to a lot of these people who came up and said that? They were burned at the stake as being heretics. They were possessed by the devil. Und das führt dann auch dazu eben, dass es einem selbst in dieser Sichtweise nicht möglich ist, solche Offenbarungen Gottes selbst zu erfahren. Und selbst in Fällen, wo Leute dies von sich behauptet hatten, was mit denen passiert ist, ist, dass sie auf der Stelle verbrannt worden sind und als die Boten des Teufels abgestempelt worden sind. So the Dharmic traditions, Hindu and Buddhist, are very different. They're not history-oriented, not history-centered. About this event. Und die Dharma-Traditionen des Buddhismus und des Hinduismus, die sind hier ganz anders, weil sie eben nicht den Mittelpunkt haben in einer Geschichte. Sie fokussieren sich nicht auf ein historisches Ereignis. Each of us is capable of understanding and realizing truth about reality ourselves. It's the whole basis of Dharma tradition, isn't it?
Und das führt dazu, dass hier die Sichtweise herrscht, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, eben Einsicht zu gewinnen in die letztendliche Wahrheit. Various teachers, Buddha included, could show us the way, but everybody needs to figure it out themselves. Very, very different, isn't it? Und das ist die Basis dieser Traditionen. Es ist dann so, dass die verschiedenen Lehrer, so wie der Buddha, zwar uns den Weg aufzeigen können, aber wir diesen Weg selber gehen müssen. Und diese Sichtweise ist doch ziemlich anders als die der anderen Traditionen. So naturally, there are many different valid explanations based on different people's experience. Und hier gibt es dann sehr viele verschiedene gültige Verständnisweisen und Erklärungen, die basieren auf den verschiedenen Erfahrungen von verschiedenen Menschen. So, in the Indian traditions, they embraces chaos. There's no problem with chaos, that there's multiplicity. This is, of course, the nature of the universe. Und in den indischen Traditionen wird dieses Chaos, dieses Nebeneinander sozusagen mit offenen Armen empfangen. Also sie haben damit kein Problem, in einem Universum zu leben, das ein gewisses Grad an Chaos manifestiert. If you've ever been in India, lived in India, you see chaos, from our point of view, but it functions perfectly. Und wer schon mal selbst in Indien Nobody has a problem with it. Sieht, dass das Leben dort chaotisch ist, aber dennoch funktioniert und die Leute damit nicht so ein großes Problem haben. Whereas in the Abrahamic traditions, then chaos is a threat. It's a threat to the authority of the one truth. Während in den abrahamischen Traditionen dieses Chaos als eine Gefahr gesehen wird, die eben die Autorität dieser einen Wahrheit gefährdet. And so then you have to control it. Control, rule it, make sure that everything is uniform. Everyone believes the same thing, one truth, etc. Very, very different, isn't it? Das führt dann dazu, dass man dieses Chaos beherrschen muss, kontrollieren muss, dass man die Leute dazu bringen muss, einheitlich zu sein, dass die Leute eben an die eine Wahrheit glauben mögen. Und das ist dann doch eine ganz andere Zugangsweise, oder? So when we approach the Dharma, and it's explained that this author explains it like this, that author like this school like this, and that school like that. What is the typical Western tradition? Western response to that is, but what does it really mean? Also wenn wir jetzt den Buddhismus studieren und uns wird erklärt, dass der eine Autor das so sieht, der andere sieht das anders, dass in dem einen Text es so lautet, in dem anderen Text lautet es anders, dann wollen wir im Westen immer wissen, ja, was es aber wirklich bedeutet. So that's this, we can't deal with chaos, we have to control it, it has to be under control, one truth, what it really, really means. Also if you approach the Dharma in that way, you're going to have some problems. Wir können mit diesem Chaos, mit diesem Durcheinander nicht viel anfangen. Wie gesagt, sind wir immer bemüht, dieses Chaos zu vereinheitlichen und zu beherrschen. Und wenn wir den Dharma also so angehen, dann wird das nicht sehr zielführend sein für uns. So the many explanations, all of which are, valid. We're talking about valid explanations, not crazy explanations, all of which are valid. We can have apprehension. It can be correct, it can be decisive, but individual. Und so können wir sehen, dass all diese verschiedenen Erklärungen nebeneinander stehen können, wenn wir verstehen, dass es sich dabei um das verschiedene Erfassen von Gegenständen handelt. Und dieses Erfassen ist immer mit Sicherheit ausgestattet, bestimmt und präzise. Und so sehen wir, dass dieses verschiedene
Erfassen eben zu verschiedenen Erklärungen führt, die nebeneinander stehen können. Like the example, classic example, that here you have something and the humans see it as water, the ghosts see it as pus, and the gods see it as nectar. All of them are correct. Das klassische Beispiel, das hierfür erwähnt wird, ist, dass es hier etwas gibt, was die Menschen als Wasser wahrnehmen, die hungrigen Geister als Eiter wahrnehmen und die Götter als Nektar wahrnehmen. Und alle diese Arten, dieses etwas zu erfassen, sind korrekt. They're correct, accurate, decisive. Sind korrekt, genau und sicher oder bestimmt. So to ask, but what is it really? It's coming from a completely different cultural background. Wenn man dann aber fragt, ja, was ist es aber wirklich, dann ist das eine Frage, die aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund entsteht. So we apply this to an example that we can relate to, rather than the pus, water, nectar phenomenon. Und, What is this thing? To wir, adults it's a watch, to a baby it's a toy. What is it really? wenn wir das Beispiel, das Beispiel, was wir jetzt gerade erwähnt haben, mit Wasser, Eiter und Nektar hernehmen und vielleicht ein Beispiel nehmen, das in unserer Kultur besser zu verstehen ist, dann ist die Frage, so diese Uhr, was ist das für Erwachsene? Das ist dann eine Uhr. Und für Kinder ist es ein Spielzeug, aber was ist es wirklich? Is one more valid than the other? Ist das eine gültiger als das andere? Think about that. Das kann man uns mal durch den Kopf gehen lassen. Okay. So this is the basic principle that we find in family therapy, particularly in the contextual branch of family therapy. Das ist also ein grundlegendes Merkmal von auch Familientherapie zum Beispiel. Yeah, especially contextual therapy. Vor allem also so Therapieansätze, die kontextbezogen sind. Which is this principle of multi-dimensional fairness. Multidimensional fairness. Hier spricht man von einem Prinzip einer multidimensionalen Fairness, einer multidimensionalen Gültigkeit vielleicht, oder? You get a family together and you ask each person in the family, how do they understand the situation? What's the problem? You're fair equally to everybody in the family. And the point being that the child's perception of it, the mother's perception, the father's perception, all of them are valid. And to really understand the situation, you have to understand everybody's point of view. It's like the water plus nectar situation, isn't it? Also hier arbeitet man zum Beispiel so, dass man die ganze Familie zusammenführt
und sich anhört, was jedes einzelne Familienmitglied zu sagen hat über die Situation, über das Problem. Und jede der einzelnen Erklärungen jedes Familienmitglieds sind für sich genommen gültig und werden sozusagen als gleichwertig betrachtet. Und als Gesamtheit stellen diese verschiedenen Sichtweisen dann die Situation korrekt dar. Und das ist eigentlich genau dasselbe wie mit unserem Wasser-, Eiter- und Nektar-Beispiel. So when we talk about understanding, many different aspects to it, aren't there? Wenn wir also davon sprechen, etwas zu verstehen, gibt es hier eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten. But each one needs to be accurate and decisive in order for it to be reliable. Aber jeder einzelne dieser Aspekte In order for it to be valid. Präzise und genau oder bestimmt sein, damit dieses Verständnis auch gültig ist. Okay, think about that. Das kann man uns mal durch den Kopf gehen lassen. Okay, perhaps we have some time for questions now. Okay, es gibt vielleicht ein bisschen Zeit für Fragen. Yes. I have an objection to the term decisive. Mm-hmm. It's very much putting an additional layer of attachment to a certain mindset, and I'm not sure if why is it needed, if accurate is really there. It's basically already requiring some judgment of being sure of something. So you're saying that why do we need to have decisive in addition to accurate? If it's accurate, then doesn't that imply that it's decisive? Also die Frage ist, wenn wir schon dieses Kriterium der Genauigkeit haben, warum brauchen wir dann auch noch eine Sicherheit dazu, eine Bestimmtheit? Denn etwas, was genau ist schon sicher oder bestimmt. As I gave the example, I think that you said yes, but I'm really not sure. Ich hätte das Beispiel. Just because it could be a correct guess. Ich habe ja schon das Beispiel gegeben, wenn ich glaube, dass du, wenn ich gehört habe, if you hear yes and you think. If you hear yes and you say yes and the person says yes and you hear yes. But you're not really sure, then it's not decisive. Also wenn die Person in dem Beispiel Ja sagt, man auch Ja gehört hat, aber man sich nicht ganz sicher ist, ob man das richtig gehört hat, dann fehlt da diese Sicherheit irgendwie. You know, I thought I saw you yesterday, but I'm really not sure. So wie zum Beispiel, It could be a correct guess. So wie zum Beispiel, wenn man glaubt, jemanden gerade gestern gesehen zu haben und man ist sich aber nicht ganz sicher, dann könnte das sowas wie ein richtiges Erraten sein auch. When we guess the answer, we could either guess the correct answer or guess the incorrect answer. If it's the correct answer, we're accurate. But it's a guess, we're not sure. Aber wenn wir erraten, dann können wir die richtige Antwort raten oder wir können auch die falsche Antwort raten. Und selbst wenn wir aber die richtige Antwort erraten,
dann haben wir das bloß erraten und wir hatten dabei keine Sicherheit. Ja. Wir haben eingangs gehört von den 3 Charakteristika des korrekten Verständnisses. Jetzt zum Schluss ist es in die Richtung individuell richtiges Verständnis gekommen. Jedes Verständnis, das eine Person von einer Situation hat, ist gleichwertig auch anzuerkennen. Wie verhält sich jetzt diese 3 Charakteristika in dem Zusammenhang? Sind die dann auch individuell beliebig und nur individuell quasi überprüfbar oder ist dann die Lösung über diese 3 Charakteristika verbindlich für mehrere Personen? Verstehst du, was ich meine? Ich mache mal den ersten Teil, den habe ich verstanden, dann schaue ich nochmal kurz hin. Ja, aber das ist ganz wichtig. So her question is the following. We've heard about the 3 characteristics for sort of a valid cognition, and then now we've just heard also about that different sort of apprehensions can be valid. So what is their relationship to each other? Und dann also in fact ist es so, dass diese 3 Charakteristika dann nicht verbindlich für mehrere Personen sind, sondern für jede Person für sich gelten. So is it the case that the 3 characteristics apply not to the group of people as a whole, but to the individual people? Well, this starts to get quite complicated. It's complicated. It's ein bisschen kompliziert. No, that's just a forewarning. I will try to explain it, but you're forewarned. It's a little bit complicated. Das ist ja nur eine Vorwarnung. Ich werde jetzt mal versuchen, das zu erklären, aber es wird kompliziert werden. There are certain criteria that, let's say the child thinks that you said no, whereas in fact you said yes, and so it's contradicted. So the child's understanding of the situation is not accurate. Es gibt da also verschiedene Kriterien, zum Beispiel wenn das Kind gehört hat, dass man Nein gesagt hat, man selbst hat aber Ja gesagt, dann ist dieses Erfassen des Kindes kein korrektes Erfassen. Okay, let's look at the example of the pus, water, nectar phenomena, the way that it's described in the text, the way that it's explained. Dann wollen wir uns mal dieses Phänomen des Wassers, Eiters und Nektars anschauen, wie das in den Texten erklärt wird. There are defining characteristics of phenomenon. Es gibt sowas wie definierende Charakteristika von Phänomenen. They don't have the power to establish the phenomenon as this or that, but conventionally there are characteristic features. You can't find them, but there are. Diese definierenden Charakteristika sind aber bloß konventionell gegeben. Das heißt, konventionell haben Phänomene ein charakteristisches Merkmal, aber dieses Merkmal ist es nicht, erlaubt es dem Ding nicht von seiner eigenen Seite her als dieses Ding etabliert zu sein. And you can't find them on the side of the object. Und wenn man untersucht, dann findet man diese Charakteristika nicht auf Seiten des Objektes. The example that I use for this, which perhaps makes it a little bit understandable, is let's say you have 12 eggs. Das Beispiel, das ich hier immer gerne gebe, um das etwas besser verständlich zu machen, ist mit 12 Eiern. Also wir gehen mal davon aus, dass wir 12 Eier haben. And you want to make an omelet. Und wir wollen aus den 12 Eiern ein Omelett machen. The 12 eggs can be divided into 3 groups of 4, 4 groups of 3, 6 groups of 2.
Diese 12 Eier können also in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Wir können 4 Gruppen zu 3 Eiern haben, 3 Gruppen zu 4 Eiern oder 6 Gruppen zu 2 Eiern. So that is a characteristic of the 12 eggs, that it is divisible by 3, divisible by 4, divisible by 6, divisible by 2. Das ist also eine definierendes Charakteristik dieser 12 Eier, dass diese 12 durch 6, 4, 3 und 2 teilbar sind. Can you find those characteristics on the side of the 12 eggs? Where? Aber kann man dieses Charakteristikum auf Seiten der 12 Eier finden? Wo denn? However, there are these characteristics, defining characteristics of these 12 eggs, isn't there? Dennoch gibt es da diese definierende Charakteristika dieser 12 Eier. Think about that. I love that example. Ja, lass uns das mal durch den Kopf gehen. Ein gutes Beispiel hier gewählt. So it's not just a concept. Is it divisible by 4, 3, or 6? Es ist also nicht bloß ein Konzept, das diese... I mean, it is a concept. However, it's referring to something that is actuality. dass diese teilbar durch 6, 4, 3 und 2 sind. Es ist schon ein Konzept, aber es ist etwas, das eine Entsprechung, eine tatsächliche Entsprechung hat. So, the point being that there are many valid characteristic features of any phenomenon. Worum es hier geht, ist zu zeigen, dass jedes Ding, jedes Phänomen eine Vielzahl an gültigen charakteristischen Merkmalen hat. Right? That, of course, it is established by mental labeling. However, conventionally there are Und diese, many defining characteristics that are valid. Diese werden eben durch geistige Zuschreibung etabliert. Dennoch gibt es konventionell gesehen eben diese gültigen charakteristischen Merkmale. So, you take the example of the family, a certain behavior. Well, behavior, somebody might be dealing with one characteristic feature of it, and another person in the family is dealing with a different characteristic feature. Wenn wir bei dem Beispiel der Familie bleiben und uns ein gewisses Verhalten anschauen, dann wird ein Familienmitglied vielleicht mit einem bestimmten charakteristischen Merkmal dieses Verhaltens in Verbindung treten, während eben ein anderes Familienmitglied mit einem anderen charakteristischen Merkmal dieses Verhaltens in Verbindung tritt. So, one partner, let's say one parent, father, child says, "You never say you love me." You know, you don't say that. That could be correct. Zum Beispiel, wenn das Kind seinem Vater sagt, du sagst mir niemals, dass du mich liebst, dann könnte das korrekt sein. And the father says, "Well, but I work and I provide a home and money and all sorts of things for you." That's also correct. Und der Vater möge dann entgegnen, naja, ich arbeite, ich
sichere unser Haushalt ab und alle diese Dinge. Right? Food, clothing, I provide all of this for you. Ich schaue, dass du genug zum Anziehen und zum Essen hast, und das ist auch ein korrektes Verständnis. So, we have two defining characteristics of the behavior of the father. One is that the father doesn't say, I love you, and the other characteristic is that the father provides everything, well, everything material for the child. Das heißt, So, to focus on each of those decisively, accurately, they're both correct. Now, the difference is how do you interpret it. Das heißt, es gibt diese zwei unterschiedliche definierenden Charakteristika des Verhaltens des Vaters. Einerseits sagt er, ist sein Verhalten so, dass er nicht sagt seinem Sohn, dass er ihn liebt. Andererseits ist sein Verhalten auch so, dass er sozusagen die Existenz seiner Familie mit materiell absichert. Und the last, I think. Both are accurate assessments of the situation. Now, the difference comes in how these are interpreted. Und beide diese sind ein korrektes Verständnis der Situation, und der Unterschied liegt jetzt darin, wie das interpretiert wird. Right, so this gets into inference. Und hier kommt man jetzt in den Bereich von Schlussfolgerung. You don't say, I love you. I infer that what that means is that you don't love me, because you don't say it. And the father says, but, I provide all of this. I love you. If I didn't love you, I wouldn't provide this. Man könnte argumentieren, du sagst nie, dass du mich liebst, daher schließe ich, dass du mich nicht liebst. Das wäre eine mögliche Schlussfolgerung. Der Vater könnte erwidern, aber wenn ich dich nicht, ich bemühe mich, all diesen materiellen Grundlagen für unsere Existenz zu sichern, das würde ich nicht machen, würde ich dich nicht lieben. So, the actual, I guess what we would call the facts, the objective facts of the situation, each person has a valid apprehension of it, but then, the mental labels, how it's understood. It is correct that the child feels unloved, and the father feels that the father is loving. That's correct from their points of view. But then, do they understand each other? That's where the interchange comes. It seems to me that you don't love me, because you don't say I love you. The father says, but I do love you. Das heißt, die tatsächliche Situation hier ist klar. Das heißt, die Tatsachen werden korrekt erfasst, aber die einzelnen Interpretationen der beteiligten Menschen, zum Beispiel, dass sich das Kind nicht geliebt gefühlt, das ist die eine Sache, und dass der Vater aber sehr wohl Liebe für sein Kind empfindet, das ist die andere Sache, und hier kommt man eben dann in diesen Austausch hinein. So, what one needs to learn in this situation is particularly relevant in couple situations. Couple therapy is what one psychologist, the founder of this school, mentioned, is to learn to accept different currencies. Different currencies. Currencies like in money. I am paying you in, the child wants to be paid in dollars, let's say affection, and, the father is offering euros, taking care of you. So you have to learn that you could pay in either currency, that it's okay, that it's valid. That's the trick.
Und was man hier lernen muss, sind sowas wie verschiedene Währungen. Und das ist auch ein Konzept, das in der Paartherapie auch immer wieder angewendet wird. Es ist, um bei unserem Beispiel zu bleiben, so, dass vielleicht das Kind gerne in Dollar bezahlt werden wird. Das heißt, es hätte gerne Liebe und Zuneigung. Und der Vater aber bezahlt mit Euro, eben dadurch, dass er sich um das materielle Wohl der Familie sorgt. Und so ist es in solchen Situationen eben wichtig zu lernen, dass verschiedene Leute in verschiedenen Währungen zahlen und dass jede eigene dieser Währungen ihre eigene Gültigkeit hat. So this is the application in relationships with others, and this is a very valid analysis from the Dharma point of view as well. That there are different explanations, different sets of understanding, equally valid, and we have to, learn that, okay, this is another way, this is another currency, in a sense. Und also das ist particularly when it comes to methods of meditation. Das ist sehr hilfreich, also gerade wenn man in einer Beziehung lebt und aber auch für unser Verständnis des Dharma ist es wichtig zu sehen, dass es also verschiedene Erklärungen gibt und dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, etwas zu verstehen, die aber jeweils für sich genommen gültig sind. Und das ist besonders wichtig auch zu verstehen in Bezug auf verschiedene Meditationsanweisungen. Think of that whole bit of mantra recitation. Tibetans love mantras, the great way of calming the mind, getting the mind focused, and so on. You ask the Theravadan, and they say, oh, don't do mantras, that's just mental chattering and stuff like that, quiet the mind. How do you deal with that? Also die Tibeter zum Beispiel, die sind ja von Mantras ganz angetan als eine Methode, um den Geist zu fokussieren und zu konzentrieren. Und wenn man dann aber jemand aus der Theravada-Tradition darauf anspricht, dann wird der oder diejenige einem sagen, dass also Mantras bloß geistiges Geplappere sind und dass man das nicht machen sollte, sondern lieber andere Methoden anwenden sollte, um den Geist zu beruhigen. So each is distinguishing a different characteristic feature of mantra recitation, aren't they? Und so in der Situation kann man klar sehen, dass diese unterschiedlichen Traditionen verschiedene charakteristische Merkmale der Mantra-Rezitation erfassen. And understanding it differently. Und daher diese Praxis unterschiedlich verstehen. And within each system it makes sense. Und innerhalb jeweils des eigenen Systems macht das auch Sinn. If we really want to understand mantra recitation, then it's helpful to know, these different points of view. Das heißt, then we can see what is most beneficial for me. Das heißt, wenn wir Mantra-Rezitation tatsächlich verstehen wollen, dann ist es hilfreich, diese verschiedenen Sichtweisen auf diese Praxis zu kennen, denn dann können wir besser urteilen, was für uns am hilfreichsten ist. So, if we're going to do several different meditations, denn wenn wir viele verschiedene unterschiedliche Meditationen praktizieren, like you do here, one night you do Tara meditation, so I'm sure you're reciting mantras, and one night you're doing mindfulness meditation, so basically Theravada. Denn so ist es ja auch hier. An einem Abend findet hier also Tara-Meditation statt, wo man sicherlich Mantras rezitiert, und an anderen Abenden wird hier Achtsamkeitsmeditation praktiziert. So, when you're doing the
Tara recitation, you have to be decisive that this is beneficial, not have this, well, maybe it's beneficial, but the Theravadins say that it's just noise in your head and you have to quiet the mind, and so then you're not decisive that this is a proper meditation to do, and then of course you don't benefit from it very much. Denn wenn man You're not confident in what you're doing. You're questioning it. Denn wenn man die Tara-Meditation ausführt und sich dabei nicht sicher ist, dass man von dieser Praxis auch einen Nutzen erfährt, dann wird einem das nicht so viel helfen, wenn einem diese Sicherheit fehlt und man bei der Tara-Praxis also ständig an die Erklärungen der Mantra-Rezitation aus dem Theravada denkt. Also diese Art und Weise, die Tara-Praxis auszuführen ohne eine gewisse Bestimmtheit und Sicherheit, wird einem nicht sehr viel weiterhelfen, weil man nicht davon überzeugt ist, dass das, was man tut, einen Nutzen hat. So, we're saying the Tara mantra, or whatever mantra, and we understand it, it's accurate, we're decisive, this is beneficial, it has this use, that use. We are focusing on one characteristic feature of the mantras, in terms of helping us to generate a state of mind, and so on. Vielmehr sollten wir die Tara-Praxis so ausführen, dass wir eben diese Praxis korrekt erfassen mit Genauigkeit und mit Sicherheit, und wir sollten auch im Besonderen ein richtiges Verständnis davon entwickeln, was es heißt, Mantras zu rezitieren, im Sinne davon, dass der Zweck der Mantra-Rezitation ist, eine gewisse Geisteszustand zu erzeugen, und so erfassen wir eben ein charakteristisches Merkmal dieser Mantra-Rezitation, welches aber dazu führt, dass wir daraus einen Nutzen ziehen. When you're doing the mindfulness meditation, another occasion, and then we get completely into that. We're focusing on the characteristic feature that if a mantra comes in your head, well, it's just mental chatter, it's just mental noise, and then it passes. Like that. So you are accurately and decisively focusing on a different characteristic feature of the mantra. Both characteristic features are valid, like divisible by 4 or 3. Wenn man dann an einem anderen Abend die Achtsamkeitsmeditation ausführt und auf einmal dieses Mantra sich im Geist manifestiert, dann wird man dieses Mantra wird man ein anderes charakteristisches Merkmal dieses Mantras genau und mit Sicherheit bestimmen, nämlich in diesem Falle jenes Merkmal, dass dieses Mantra ein geistiges Heben oder Senken ist oder eine Ablenkung oder ein Gedanke, und im Kontext, ja, verbal, also das heißt eine verbale Laut ist, der in diesem Kontext also loszulassen ist, und so ist also hier, und diese zwei charakteristischen Merkmale des Mantra, einerseits in der Tara-Meditation und andererseits in der Achtsamkeitsmeditation, sind beide gültig, genauso wie in unserem Beispiel davon, dass die 12 Eier durch 6 oder durch 4 teilbar sind. Right? Everything is valid within its own context. So then there's no chaos here. Within the context of hungry ghosts, of ghosts, it's pus. Within the context of humans, it's water. Within the context of Tara meditation, mantra is one thing. In the context of mindfulness meditation, mantra is something else. No problem, no contradiction. Das heißt, alles ist in seinem eigenen Kontext gültig, und das führt dazu, dass man weniger Widersprüche hat, genauso wie eben im Kontext der hungrigen Geister sich etwas als Eiter darstellt, im Kontext der Menschen als Wasser erscheint und im Kontext der Götter als Nektar erscheint, oder eben dass im Kontext der Tara-Meditation das Mantra
in dieser Art und Weise erfasst wird und im Kontext der Achtsamkeitsmeditation in einer anderen Art und Weise. So, if we superimpose onto Buddhism, Buddha, like Moses, got this revelation from who knows who, but got this revelation that, do mantras, or Vajradharas, do mantras, and this is it, the one truth. Then we have a lot of problems with all the variety of meditations that are done. It's not like that. Wenn wir dem Buddhismus also Buddha said the truth and that's it. Well, Buddha said many, many things. Wenn wir dem Buddhismus also Sachen zuschreiben, wie dass der Buddha bloß eine Wahrheit gelehrt hat und nicht viele verschiedene Lehrreden gegeben hat, oder dass wir, wenn wir dem Buddhismus Sachen zuschreiben, wie dass Vajradhara gesagt hat, dass man lediglich Mantras rezitieren sollte, dann werden wir sehr viele Probleme haben mit der Vielzahl von verschiedenen Erklärungen und Praktiken klarzukommen, die es im Buddhismus gibt. This is a problem when you look at Buddha just as a historical figure. Well, historically the Buddha didn't, didn't do that. And then you get the Mahayana version of a Buddha and you get the Tantra version of a Buddha. And then we're completely confused, aren't we? That's because we're thinking just, this linear thing. You have to have a historical figure and the historical event is so important. Dasselbe ist der Fall, wenn wir den Buddha lediglich als eine historische Persönlichkeit wahrnehmen und dann unterscheiden davon, wie das Verständnis eines Buddha im Mahayana oder dann später auch im Vajrayana dargestellt wird. Und wir werden dann also durcheinander kommen und das lässt sich eben darauf zurückführen, dass wir eben dieses Grundverständnis haben von historischen Ereignissen und historischen Persönlichkeiten. An Indian friend of mine, a very lovely discussion with him, and he pointed out to me that most Indians don't even believe in history. That's an interesting comment, isn't it? Ich habe da einen Freund, und der ist Inder, und in einer interessanten Diskussion mit ihm hat er mir so erklärt, dass die meisten Leute in Indien also nicht einmal an Geschichte glauben. So with that, let's have our break and then we'll continue. Und damit werden wir jetzt in die Pause gehen.